Hallo, wir sind Annika und Matthias. Und wir zeigen euch heute unseren Kalli, den wir vor 2 Jahren selbst ausgebaut haben. Paper planes fly me to outer space. That's where Wir haben uns entschieden, hier so einen Durchgang zu machen, sodass wir die Möglichkeit haben, von hinten oder von der Seite, wo wir eben waren, reinzusteigen. Wir haben hier einmal unser Badezimmer sowie unseren Elektroraum. Also hier ist unser Konverter drin, Sicherungen, Anschlüsse und so weiter. Und hier hauptsächlich Sachen fürs Badezimmer und Kruscht. Ordnung haben wir leider selten da drin. Und hier haben wir die Möglichkeit, über USB Handy, Laptop, Drohne und so weiter zu laden. Ein Stockwerk tiefer haben wir hier unsere Handtücher gelagert. Hier haben wir nochmal ein kleines Regal, das versteckt auch so ein bisschen die Verkabelung von der Solaranlage auf dem Dach und sieht nochmal ein bisschen schöner aus. Da haben wir zum Beispiel Salz und Pfeffer und meistens unsere Zahnbürsten und Zahnpasta. Unser Waschbecken ist eine Salatschüssel aus Bambus und unser Wasserhahn, den können wir mit einer Tauchpumpe betätigen. Da ist hier der Schalter und hier, ist kein Wasser drin natürlich. Der hübsche Traumfänger hier ist ein Andenken aus Neuseeland. Hier ist ein Teil unserer Küche. Hier befindet sich Besteck und ein Wasserkocher, Gläser, Handtücher und so weiter und wieder viel Krustelkram drin. Und auch ganz wichtig hier dieser Lümmel, mit dem wir die Sicherung lösen können, sodass wir an unsere Kühlbox kommen, die dann hier ist. Teil 2 der Küche befindet sich hier hinten und zwar unter dem Bett. Wir haben darauf geachtet, dass wir so wenig wie möglich Platz verschwenden und jede Gelegenheit nutzen, dann Stauraum zu generieren. Und dabei war uns auch wichtig, dass wir hier ein Dach über dem Kopf haben und keine Schwingtüren, sondern eine zum Aufklappen, dass wenn es ein bisschen regnet, dass wir dann auch wenigstens so ein bisschen geschützt stehen können. Die Küche, die haben wir so montiert, dass wir die rausziehen können. Der Schwerlastenauszug kann insgesamt 120 Kilogramm tragen, also hier können wir ordentlich was reinpacken. In den Klappen befindet sich unser Stauraum für Essen, für die Küche, also die Pfanne zum Beispiel, Töpfe, Gasreserven, sonstiges, Gewürze und unser Herd auf der linken Seite. Das Besondere hier ist, die Klappen, die dienen auch gleich als Windschutz. Bedeutet, wenn es ein bisschen windig ist, haben wir hier die Möglichkeit, ein bisschen Gas zu sparen, weil nicht der Wind ganz so reinkommt. Die Küche, die lieben wir so, auch wenn es Vorteil und Nachteil zugleich ist, wenn es mal schlechtes Wetter wäre oder kalt ist. Aber so sind wir auf jeden Fall auch morgens schon direkt zum Sonnenaufgang. Meistens sind wir früh wach draußen und Anni freut sich auch, weil ich ihr dann schön in der Natur einen Kaffee bringen kann. Das war es soweit mit der Küche. Jetzt können wir wieder die Küche einfahren und dann zeigen wir euch, wo wir unser Wasser haben. Ein Wassertank haben wir hier oben auf dem Dach, der beinhaltet 42 Liter Wasser. Und das Tolle hier ist, die ist super nah, also der Wassertank ist super nah an der Küche. Und so können wir immer gleich ans Wasser ran und müssen erst nicht wieder reinlaufen, sondern haben das wirklich sehr nah an der Küche. Und zur Not könnten wir es auch als Dusche nehmen. Machen wir meistens nicht, weil es zu kalt ist. Aber unser Hauptwassertank, der befindet sich unter der Küche bzw. unter dem Bett. Da haben wir auch wieder darauf geachtet, dass wir den Leerraum da hinten, den Totraum, nutzen. Und da befinden sich insgesamt 50 Liter Wasser, wenn er voll ist. Und Anni hat euch schon vorhin gezeigt, wo das Wasser rauskommt. Natürlich hier aus dem Wasserhahn. Aber wo der Tank ist, das zeige ich euch jetzt. Die insgesamt 92 Liter reichen uns, wenn wir ein bisschen sparsam sind, ungefähr für 2 Wochen. Der Wassertank, den kann man nicht rausnehmen, aber wir haben uns dafür entschieden, hier einen Einfüllstutzen zu montieren. Das war ein bisschen knapp mit der Stichsäge. Ich habe ein bisschen gebankt, aber es hat dann doch alles funktioniert. Hier kann man dann einfach öffnen und das frische Wasser reinfüllen. Wenn wir schon vom Flexen in die Karosserie sprechen, dann kommen wir gleich zum Fenster. Wir haben uns entschieden, hier ein Fenster einzubauen, dass einfach ein bisschen lichtdurchfluteter ist, das Ganze. Und auch für frische Luft nachts, dass wir einen kleinen Spalt aufmachen können. Und natürlich für Bilder sieht es auch immer ganz gut aus, weil der Winkel von hier raus in die Natur, aus der Klappe raus, macht sich auch immer ganz gut. Drin ist außerdem ganz viel Platz für unser Bettzeug. Also hier verstauen wir tagsüber die Bettdecken und das Spannbetttuch.
was wir dann natürlich brauchen, wenn hier alles zum Bett aufgebaut wurde. Apropos Bett. Beim Bett war uns sehr wichtig, dadurch, dass Matthias 1,90 groß ist und ich auch nicht viel kleiner, dass wir wirklich eine große Schlaffläche haben wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir eine Länge von 1,95 Meter und die komplette Breite nutzen möchten. Das heißt, hier, was man tagsüber alles sieht, wird nachts auch zum Bett, indem wir hier haben wir ein Fischgrätensystem gewählt, uns diese Verkleidung rausziehen können. Und dann haben wir da ein Lattenrost und da vorne ist ein zweiter Teil, den wir noch weiter rausschieben können. Und dann haben wir die komplette Fläche hier als Liegefläche und das zeigen wir euch jetzt. Den Lattenrost haben wir mit Lederriemen und Knöpfen befestigt, sodass er bei der Fahrt nicht ausfahren kann. In nicht mal einer Minute haben wir das schon rausgezogen und jetzt müssen wir einfach nur noch die Matratzen bereitlegen. Wie ihr gerade gesehen habt, diese große Fläche hier ist tagsüber die Unterseite der Couch und diese zwei Schmalanteile, die dienen tagsüber als Rückenlehne. Ja, die Herstellung dieser Polster war gar nicht so leicht. Wir haben nämlich die Maße alles selbst gewählt und mussten dann natürlich auch alles zurechtschneiden. Und ja, hier dieser Schaumstoff, es sah am Anfang echt furchtbar aus. Es war echt, also mit einem Cuttermesser ging es nicht, mit einer Schere wurde es alles sehr kompliziert, aber letztendlich haben wir es dann doch irgendwie geschafft, auch wenn es ewig gedauert hat. Und ja, die Stoffe haben wir im Internet bestellt und bei einer Schneiderin dann schneiden lassen und jetzt sind wir auch mega happy, dass es alles so gut geklappt hat und wir maßgeschneiderte Polster haben. Hier kann man das System noch mal ganz gut erkennen, diese Fischgräten. Hier haben wir dann alles befestigt, dass die Latten dann nicht so rumfliegen, sondern dass alles auf einer Höhe bleibt. Den Stauraum, den wir hier an der Seite über dem Reifen haben, haben wir natürlich auch genutzt. Der rechte Teil des Bettes ist hier noch mal ganz schön viel Stauraum. Hier ist unsere Klappe und da haben wir Platz für ca. 2 bis 3 Kofferladungen. Und hier befindet sich dann der Großteil unserer Kleidung drin. Da wir an die Klappe nicht rankommen, wenn unser Bett ausgefahren ist und wir drauf liegen, haben wir hier noch mal so kleine Hängeschränke. Und hier befindet sich dann die Kleidung drin, die wir meistens brauchen. Genauso schnell wie das Bett aufgebaut ist, ist es auch wieder abgebaut. Wir schieben einfach die Lattenroste wieder zurück und bringen die Polster in ihre ursprüngliche Position. Wir haben wirklich jeden Stauraum genutzt, den wir kriegen können und auch hier in die Tür dann ein Fach gemacht. Da ist zum Beispiel Anti-Mückenspray oder Spielkarten oder Pfefferspray drin. Stauraum haben wir nicht nur im Auto, sondern auch auf dem Auto und zwar auf dem Dachträger und da nehme ich euch jetzt mit. Auf das Dach kommen wir ganz einfach hier mit der Leiter, die hier hinten an der Heckklappe befestigt ist und dann ist wirklich ganz einfach hochzukommen. Hier oben auf dem Dach, auf dem Dachträgersystem, haben wir unsere Dachboxen drauf und auch unser Wassertank, den ich euch vorhin schon gezeigt habe und auch unser Solarpanel, dass wir ein bisschen länger autark stehen können. Ein ganz cooles Feature zeige ich euch später noch, aber erst, wenn ich wieder unten bin. Aktuell haben wir nur 2 Dachboxen drauf. Wenn wir länger unterwegs sind, machen wir 3 drauf, dass wir einfach ein bisschen mehr Stauraum haben. Wir könnten wahrscheinlich noch 1, 2 mehr platzieren, aber in der Regel reicht das auch. Da wo ich stehe, ist jetzt der Platz für die Dryback. Die haben wir aktuell aber auch nicht drauf. Und Anni nimmt euch jetzt mit, um das Special Feature noch zu zeigen. So, da gehen wir einmal rum und genau hier befindet sich nämlich unser Tisch. Weil wir zu wenig Platz im Kali haben für einen großen Tisch, haben wir den ganz einfach hier unten befestigt unter dem Dachträger. Ist mega praktisch, braucht keinen extra Platz und kannst du jederzeit wieder rausnehmen.
Da wir wollten, dass Kali von außen so ein bisschen Offroad-mäßig aussieht, auch wenn er keinen Vierradantrieb hat, leider. Aber bis jetzt haben wir ihn auch nicht wirklich gebraucht. Haben wir uns dafür entschieden, größere Felgen aufzuziehen und auch grobstollige Reifen. Das sieht, finde ich, richtig cool aus. Wir haben 18 Zoll. Das bedeutet, wir mussten den Tacho anpassen lassen und das Ganze nochmal vom TÜV abnehmen lassen. Das hat aber beim 5.1 kein Problem gemacht, weil das einfach digital zu ändern war. Und dass es auch noch cool aussieht, haben wir noch eine LED-Leiste dran, die wir dann, wenn wir irgendwo stehen oder vor allem bei Bildern nutzen, weil es ein richtig cooler Lichtkegel gibt. Dadurch, dass wir so große Reifen haben und Felgen haben, wirkt der Kali schon so wie so ein bisschen höher gelegt, ist er aber leider auch noch nicht. Das haben wir noch vor. Das Einzige, glaube ich, was wir noch so ändern wollen, dass wir einfach ein bisschen Offroad-gängiger sind und weil es einfach auch besser aussieht, meiner Meinung nach. So, und würdest du es wieder genauso machen? Ich glaube, von innen würde ich ihn ähnlich ausbauen. Vor allem fototechnisch ist es für uns perfekt, weil er einfach offen ist. Aber der Stauraum ist meiner Meinung nach auch optimal genutzt? Ja, Stauraum ist optimal genutzt. Könnte manchmal ein bisschen mehr sein, aber eigentlich auch nicht. Wir haben immer viel zu viel dabei. Eigentlich müssen wir einfach nur weniger mitnehmen. Beziehungsweise das Auto ist einfach halt sehr klein dafür, um lange zu reisen. Also egal wie man ihn baut, man hat, glaube ich, immer zu wenig Platz. Ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir die Küche anders platziert hätten. Einfach, dass wir durchgehen könnten und vielleicht noch eine Drehkonsole mit dem Sitz. Das ist super nützlich, hilfreich, aber fototechnisch gesehen, weil wir auch viel im Kali oder aus Kali raus fotografieren, würde ich es genauso wieder ausbauen. Wir sind happy. Das waren jetzt alles sehr allgemeine Informationen über den Ausbau zu Kali. Wenn ihr noch mehr Infos möchtet, zum Beispiel detailreichere Infos über die Vorhänge oder die Griffe, andere Sachen, dann schreibt es in die Kommentare und dann stellen wir euch noch ein neues Video zusammen. Paper planes fly me to outer space. That's where I'll see your